Seit Jahren versuchen mich totale Impfgegner und totale Impfbefürworter von ihrem Extrem zu überzeugen. Dabei ist die Frage, ob man dafür oder dagegen ist, grundsätzlich falsch. Die richtige Frage sollte lauten: Wie haben die Entwickler der Impfungen Robert Koch und Louis Pasteur geimpft und wie impft man heute? Hallo, mein Name ist Ronny Schmidt. Seit einer schweren Krankheit, die man fälschlicherweise als unheilbare Autoimmunerkrankung bezeichnet, habe ich mich intensiv mit der Immunologie und Mikroben beschäftigt. Die Krankheit ist mittlerweile vollständig austherapiert. Weiterhin habe ich mich unzählige Stunden lang mit den Argumenten der Impfgegner und der Impfbefürworter auseinandergesetzt. Da auf beiden Seiten massiv an Zahlen und Statistiken manipuliert wird, bin ich irgendwann dahin übergegangen, mich mit den Anfängen der Impfungen auseinanderzusetzen, und zwar mit denen von Robert Koch und Louis Pasteur und wenn man noch weiter zurückgeht, mit Edward Jenner. Dann habe ich versucht, intensiv zu analysieren, wie viel von den Impfungen von damals noch in den Impfungen von heute steckt. Deshalb lautet der Name des heutigen Videos Impfungen von Robert Koch und Louis Pasteur versus Impfungen 21. Jahrhundert. Im Folgenden werde ich nun auf die Merkmale beider Zeitalter eingehen. Der Hintergrund war der, dass man zu Beginn mit extrem abgeschwächten Krankheitserregern gearbeitet hat. Das hatte zur Folge, dass keine nennenswerten Nebenwirkungen auftreten konnten und dass eine ganz geringe Antikörperbildung im menschlichen Organismus stattfand. Von Anwendung zu Anwendung steigerte man minimal die Virulenz des Erregers. Parallel dazu stieg jedes Mal ein klein wenig die gebildete Menge von Antikörpern im menschlichen Organismus. Bei Louis Pasteur ging eine Immunisierung teilweise über 12 Anwendungen. Robert Koch und Louis Pasteur haben sich auf die tatsächlich gefährlichen Erkrankungen begrenzt. Dadurch war es akzeptabel, dass Immunisierungen gegen Erreger, die eine hohe Gesundheitsgefahr darstellten, über so viele Anwendungen andauerte. Bei den Anfängen der Impfungen wurden keine toten Erreger verwendet. Heute ist das bei vielen Impfungen Standard. Es wird uns als der große medizinische Fortschritt verkauft, dass wir Impfungen mit toten Erregern durchführen. Betrachtet man das Immunsystem mal etwas genauer, dann wird einem schnell bewusst, dass diese Art der Impfung ein massiver Rückschritt ist. Die Antikörperbildung hängt von zwei Faktoren ab. Erstens die Menge der Krankheitserreger, die in unseren Körper gelangt, und zweitens die Virulenz, also die Gefährlichkeit des Krankheitserregers. Je höher die Virulenz des Krankheitserregers und je größer die Menge der Krankheitserreger, die in unseren Körper gelangt, desto höher ist folglich auch die Antikörperbildung. Es grenzt hingegen an hochgradige Schizophrenie zu behaupten, dass die Menge der gebildeten Antikörper allein von der Form und Oberflächenstruktur des Krankheitserregers abhängt. Warum in aller Welt sollte unser Immunsystem auf tote Krankheitserreger Antikörper bilden, wenn es diese doch als komplett ungefährlich einstuft? Bei Impfungen von Robert Koch und Louis Pasteur wurden keine Zusatzstoffe verwendet. Durch Verwendung von Lebendimpfstoff und über längere Zeiträume minimale Steigerungen der Dosierung wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. Nebenwirkungen in Form eines Ausbruchs der Krankheit fand nahezu nie statt,
da man langsam an die Krankheitserreger gewöhnt wurde. Lediglich bei der Tuberkulose sind mir Berichte bekannt, wo das in einer abgeschwächten Form stattgefunden haben soll. Ja, heute findet man Zusatzstoffe in allen mir bekannten Impfungen. Der Hintergrund ist folgender. Durch den Einsatz von Ingredienzen versucht man, eine verstärkte Immunantwort auf die vorhin bereits erwähnten toten Erreger zu erreichen. Eine ausreichende Immunantwort ist notwendig, um eine Zulassung für den Impfstoff zu bekommen. Ich betone, dass die Immunantwort nicht im Einklang mit der Antikörperbildung steht. Man könnte auch ganz andere Gifte in den Körper spritzen und würde eine Immunantwort erhalten. Eine Immunantwort heißt aber nicht, dass auch gleichzeitig Antikörper gebildet werden. Häufig wird geleugnet, dass Zusatzstoffe wie Quecksilber oder Formaldehyd in Impfungen verwendet werden. Ganz offiziell kann man das auf der Webseite des Robert-Koch-Institutes nachlesen. Ich habe es hier unter dem Video verlinkt. Robert Koch und Louis Pasteur impften immer nur mit einem Krankheitserreger. Warum ist das sinnvoll? Um eine möglichst hohe Immunisierung zu erreichen, ist es notwendig, dass man die Virulenz des einzelnen Erregers hoch dosieren kann, ohne dabei die Infektionskrankheit selbst auszulösen. Einen Einsatz mit mehreren Krankheitserregern gleichzeitig stellt eine völlige Überlastung für das Immunsystem dar. Selbst bei Verwendung von Lebendimpfstoff, beispielsweise bei der MMR-Impfung, kann man die Erreger nur so gering dosieren, dass keine nennenswerte Antikörperbildung stattfinden kann. Bei höherer Dosierung aller drei Erreger wären andernfalls schwere Verläufe von Infektionskrankheiten die Folge. Da zusätzlich meist nur über 2 Anwendungen geimpft wird, kann auch bei dieser Verwendung von Lebendimpfstoff keine nennenswerte Antikörperbildung gewährleistet werden. Robert Koch und Louis Pasteur benötigten keine 6 Milliarden Steuergelder zur Entwicklung einer Impfung. Warum sollte man auch derartige Summen benötigen, um eine Impfung ohne Zusatzstoffe zu entwickeln? Impfgegner argumentieren gerne, dass Robert Koch große finanzielle Unterstützer hatte. Mir sind lediglich fünfstellige Summen bekannt, was heute dem monatlichen Gehalt eines guten Drittligafußballers entspricht. Frankreich und Deutschland befanden sich damals auch im Kampf gegen Infektionskrankheiten in einem sehr prestigeträchtigen Duell. Insbesondere Otto von Bismarck unterstützte Robert Koch. Forschung kostet nun auch einmal Geld, das lässt sich nicht vermeiden. Mir sind jedoch keine Quellen bekannt, dass dort irgendwann Millionen oder gar Milliarden Gelder geflossen sind. Abschließend ist eines zu sagen. Ob man eine schwere Infektionskrankheit erleidet, hängt von 3 Faktoren ab. Erstens die Menge und Virulenz des Erregers, der in den menschlichen Körper gelangt. Zweitens das sogenannte Milieu im menschlichen Körper, sprich gesunde Ernährung, Lebensweise, also folglich die Lebensbedingungen, die die Krankheitserreger vorfinden. Und als drittes, ob man mit dem entsprechenden Krankheitserreger bereits in Kontakt getreten ist und Antikörper gebildet hat. Ob und gegen was man sich impft, muss am Ende jeder selbst entscheiden. Die Basis für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und ein gutes Immunsystem ist es mittels gesunder Ernährung und Lebensweise, ein Milieu im menschlichen Körper zu schaffen, in dem sich Krankheitserreger nicht wohlfühlen. Weiterhin ist es vor allem bei Kindern essentiell, regelmäßig mit schwachen Krankheitserregern in Kontakt zu kommen.
Das heißt, dass man im privaten Haushalt unbedingt auf Desinfektionsmittel verzichten sollte. Ich habe das bereits im Video Desinfektionsmittel, Fluch oder Segen thematisiert und verlinke es nochmal hier oben in der Infokarte. Weiterhin sollte man hohe Mengen von krankmachenden Bakterien und Viren vermeiden, sprich Regionen, wo es keine Müllentsorgung gibt, wo keine modernen Abwassersysteme vorhanden sind oder beispielsweise verdorbenes Fleisch. Müll, Fäkalien, verdorbene Lebensmittel etc. können selbst bei einem gesunden Menschen, der nach dem ursprünglichen Impfprinzip geimpft worden ist, zum Tod führen. Aufgrund verschiedenster Faktoren, die das Milieu im menschlichen Körper verschlechtern, beispielsweise die Einführung des 5G, Nährstoffmängel, Umweltgifte, Sauerstoffmangel, psychischer Stress etc., kann ich nur dringend an die Menschheit appellieren, zum ursprünglichen Impfprinzip zurückzukehren. Gegen besonders schwerwiegende Krankheiten und gegen Krankheiten vor Reisen in Entwicklungsländern sollte unbedingt nach dem ursprünglichen Konzept geimpft werden. Hingegen möchte ich davon abraten, vor Impfungen mit Totorganismen und Zusatzstoffen. Vor allem bei Kindern besteht hier ein sehr schlechtes Nutzen-Gefahren-Verhältnis. Unbedingt sollte man diese Impfungen auch in den Wintermonaten vermeiden, da der Mensch sich auch in einer Art Winterschlaf befindet. Das Argument, lieber zweimal eine schlechte Impfung mit Mehrfacherregern, als gar nicht zu impfen, weil die Menschen den höheren Zeitaufwand der längeren Immunisierungen scheuen würden, dieses Argument kann ich nicht gelten lassen. Entweder wir impfen richtig nach dem Ursprungsprinzip oder wir lassen es. Dennoch möchte ich mich vor allem nochmal an die Impfgegner wenden. Die Grundidee des Impfens und das ursprüngliche Impfprinzip ist korrekt. Robert Koch und Louis Pasteur haben mit ihren Impfungen in einem Zustand von Krieg, Nahrungsmittelknappheit, kontaminiertem Wasser etc. Millionen von Menschen vor dem Infektionstod bewahrt. Heute hingegen sind es moderne Abwassersysteme, die verbesserte Hygiene, sauberes Trinkwasser etc., die dazu geführt haben, dass wir heute kein Millionensterben mehr an Infektionskrankheiten haben. Und ich schwöre euch, diese beiden Wissenschaftler würden hier sofort für Aufklärung sorgen und sagen, hey Leute, so wie ihr das macht, so funktioniert das nicht mit dem Impfen. Beispielsweise auch das Ultra-Hocherhitzen von Lebensmitteln, was man als Hochpasteurisieren bezeichnet, stammt nicht von Louis Pasteur. Es tut mir wirklich im Herzen weh, zu sehen, was für Schandtaten man heute mit den Menschen treibt und man sich dabei dann auf Robert Koch und Louis Pasteur beruft, wie man die Namen in den Dreck zieht und die Menschen, die sich vom Impfen distanzieren, anfangen zu glauben, dass diesen ganzen Schwachsinn, den wir heute fabrizieren, aus den Arbeiten dieser beiden Wissenschaftler resultiert. Ich habe gelernt zu akzeptieren, dass man nicht jeden Menschen zu Lebensglück und Gesundheit führen kann. Zusehen, wie sich Menschen unnötig operieren lassen und mit 15 Medikamenten täglich ihr Leben qualvoll zu Ende geht. Es ist für mich aber völlig inakzeptabel, dass man die Namen derer beiden, die für mich Vorbilder sind und die sich heute noch nicht einmal dagegen wehren können, wie man diese derart beschmutzt. Als letztes möchte ich noch über die Corona-Impfung sprechen. Bei einer sogenannten RNA-Impfung soll in das Genmaterial des Menschen eingegriffen werden, sodass dieser Abwehrstoffe gegen die Coronaviren bildet. Es ist somit noch ferner vom ursprünglichen Impfgedanken. Auf kurze Sicht
könnte dieses Impfprinzip sogar funktionieren, aber es ist kaum kontrollierbar und ich halte die Gefahren für den Menschen noch für weitaus höher. Auf lange Sicht jedoch wird es komplett zum Gegenteil führen, was man bereits bei Eingriffen ins Genmaterial von Getreide feststellen konnte. Auf kurze Sicht entsteht eine Immunabwehr gegenüber Schädlingen. Ganz nach den Gesetzen von Charles Darwin entwickelten die Schädlinge eine Resistenz gegenüber den Abwehrstoffen des Getreides. Nach einigen Jahren setzte man dann dadurch noch mehr Insektizide ein, um die Nachfolgepopulationen der Schädlinge zu bekämpfen, die sich an die neuen Gegebenheiten angepasst hatten. Aber was heißt das jetzt in Bezug auf den Menschen? Die weitaus größere Gefahr beim Coronavirus ist noch nicht einmal der Eingriff ins Genmaterial selbst, sondern das Entstehen viel gefährlicherer Formen dieses Viruses, was auch für den gesunden menschlichen Organismus zu einer großen Gesundheitsgefahr werden kann. Ich kann beiden Extremen nur raten, offen zu sein für die Standpunkte der Gegenseite und vielleicht entwickelt ja dann der ein oder andere auch eine sehr neutrale Meinung zum Thema Impfen, so wie es bei mir der Fall ist. Das A und O, um frei von Infektionen zu bleiben, ist immer die gesunde Lebensweise, sprich eine gesunde Ernährung, ausreichend Sonnenlicht, ein gesundes Maß an Bewegung und vieles mehr. Wenn man seinen Körper komplett verfallen lässt, dann werden anfangen Krankheitserreger ihn zu attackieren, auch wenn man geimpft ist. Krankheitserreger sind nicht das Böse. Sie sind das Werkzeug der Natur, um einen extrem stark geschwächten Organismus zum Erliegen zu bringen. Wenn man zusätzlich zu der gesunden Lebensweise nach den ursprünglichen Impfprinzipien immunisiert wird, dann wird man es auch schaffen, die tatsächlichen Pandemien unserer Zukunft zu überstehen. Wenn euch gefallen hat, dass ich dieses Video mal aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet habe, dann empfiehlt es unbedingt weiter. Schickt auch einfach mal Freunden oder Bekannten einen Link dazu, teilt es und bewertet es auf jeden Fall auch positiv. Ich wünsche viel Gesundheit, Lebensfreude und Leistungsfähigkeit. Schaut euch gerne dazu auch andere Videos auf meinem Kanal Alternativ Selbst behandeln oder auf meiner Webseite alternativ-selbst-behandeln.de an. Bis bald.